Hallo zusammen, MJ Update, eine Kurzfolge Spezial, denn es ist gerade so viel los, so viele Jacksons gehen gerade auf Tour und darüber muss ich doch schnell ein kurzes Update machen. Wenn ihr dieses Jahr noch so viele Jacksons sehen wollt wie nur möglich, ja, dann müsst ihr euch Konzerttickets kaufen und zwar einmal für den 10. September in München im Zirkus Krone. Dort könnt ihr Jackie Jackson, Marlon Jackson und Tito Jackson sehen. Die formieren sich als The Jacksons und geben da nach sehr vielen Jahren wieder ihr erstes Deutschlandkonzert im Zirkus Krone, wo sie schon 1972 ihren ersten Deutschlandauftritt hatten, auch im Zirkus Krone, da noch zusammen mit Michael. Jetzt sind die Jacksons zu dritt unterwegs. Ticketpreise liegen zwischen 90 und 122 Euro und es ist noch einiges frei. Also, wenn ihr die Jacksons sehen wollt, I Want You Back, Can You Feel It, Heartbreak Hotel, Never Can Say Goodbye und. Also, sie werden sicherlich vieles spielen. Im Repertoire ist meistens auch Wanna Be Starting Something, Can You Feel It, hatte ich schon gesagt, Don't Stop Till You Get Enough. Also, sie spielen auch Songs von Michael und ein Special Guest steht auf der Liste und in den USA ist Terrell Jackson mit dabei. Also ich gehe davon aus, dass die Jacksons auch ihren Neffen Terrell dabei haben, Sohn von Tito Jackson, der auch damals zusammen in der Band 3T mit dabei war. Das ist nur eine Spekulation, das ist nicht bestätigt, es steht nur Special Guest dabei. Nur in den USA nimmt auch Terrell einen Platz der Jacksons ein und steht mit ihnen auch zusammen auf der Bühne. Also ich könnte mir vorstellen, dass Terrell hier auch vor Ort sein wird und dann sicherlich auch den ein oder anderen eigenen Song singen wird, weil Terrell auch gerade neue Musik rausgebracht hat. Ja, das sind einmal die Jacksons auf Tour in München, dieses Jahr am 10. September. Tickets gibt es bei Eventim. Und da kommen wir jetzt zur Schwester Janet Jackson. Sie hat jetzt Anfang des Jahres ein Statement rausgebracht. Europe, ich komme, mehr oder weniger, hieß es dann in ihren Instagram-Post. Und Janet hat jetzt vorgestern, wir haben heute den 1. Mai, Feiertag, sie hat vorgestern, oder am Montag war es, kam die Neuigkeit raus, 10 Europakonzerte, Start am 25. September in Paris. Und diese Tour führt sie auch für 3 Konzerte nach Deutschland. München macht den Start am 5. Oktober, Köln am 6. Oktober und Berlin am 8. Oktober. Drumherum ist noch Antwerpen, Amsterdam, Paris, eben der Start und eben einige England-Termine, Birmingham, mein Gott, London, Glasgow und Manchester, also 4 UK-Dates. Und 3 Deutschland-Dates, einmal Frankreich, einmal Belgien, einmal Amsterdam und dann ist die Tour auch schon wieder vorbei. Sie startet am 25. September und geht in Amsterdam am 10. Oktober zu Ende. Ich selbst habe Tickets für Köln und für Amsterdam und ich überlege gerade noch Antwerpen zu holen. Mal gucken, ob ich das mache. Heute hat der Vorverkauf gestartet. Tickets liegen zwischen 71 Euro bis 339 Euro. Das sind die Preise für Köln, also im Oberrang oder auch 71 Euro. Und je weiter es zur Bühne geht, desto höher gehen die Preise. Für 110 Euro gibt es auch schon Plätze in unteren Oberrang. Für 150 bis 180 Euro kann man im Unterrang sitzen oder im Innenraum hinten. Es ist nämlich bestuhlt in Köln. In Amsterdam ist es nicht bestuhlt. In Amsterdam gibt es Tickets aktuell für den Innenraum für 99 Euro. Also je nachdem, was ihr vorhabt, wo ihr Janet sehen wollt. Es gibt ein ganzes Spektrum an Ticketangebote. Und das teuerste Ticket ist ein Meet-and-Greet-Ticket. Das kostet 1125 Euro mit Plätzen in den ersten 3 Reihen. Das habe ich mir nicht geholt. Also wenn ich Janet mal treffe, will ich dafür nicht 1000 Euro zahlen. Das muss dann irgendwie mal zufällig vorm Hotel oder wo auch immer passieren. Ich habe mir schon ein gutes Ticket geholt, um Janet von Nahen zu sehen. Das war es mir jetzt einmal wert, weil Janet habe ich noch nie gesehen. Auch die Jacksons habe ich noch nie gesehen. Und deshalb bin ich dieses Jahr echt happy, dass ich mal die Jacksons live erleben kann und das erste Mal Janet Jackson. Denn Janet hat 2001 ihre All For You Tour in Köln und in Europa gecancelt wegen den 9/11-Anschlägen damals.
Später, wegen Nipplegate, ist sie nicht mehr auf Tour gegangen. 2010 war sie nur in Berlin. 2016 wurde sie schwanger und hat ihre Konzerte oder auch ihre Europatour komplett abgesagt. Damals war nämlich ein Konzert in Düsseldorf geplant. Da hatte ich Tickets für. Also mit Janet und mir, da war immer irgendwas, dass es nicht geklappt hat. Aber dieses Jahr, Daumen drücken, da muss es klappen. Und ja, und dann haben wir schon November, 23. November, das will ich auch noch mal kurz erwähnen. Da geht nämlich das offizielle Michael Jackson, MJ, das Michael Jackson Musical in Hamburg an den Start. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, hier dann noch mal zusammengefasst in dieser Folge. Am 23. November startet die Preview in Hamburg. Der deutsche Michael Jackson Fanclub Malibu hat 50 Tickets an Land gezogen, die 20% günstiger angeboten wurden. Das endet aber jetzt gerade und ich glaube, die könnten auch schon ausverkauft sein. Da einfach mal auf den Kanal von Jenny und Matthias schauen. Instagram, Facebook, YouTube. Da erhaltet ihr alle Infos, wie da der aktuelle Stand ist. Da müsst ihr auf jeden Fall schnell sein, aber auch danach läuft ja das Musical immer weiter und da gibt es auch Kategorien, also in verschiedensten Preiskategorien. Ich selbst werde um den 1. Dezember nach Hamburg auch fahren und versuchen zur Premiere zu kommen und am 4. Dezember habe ich dann auch mein Ticket, wo ich auf jeden Fall das Musical sehe. Ob ich mich noch kurzfristig entschließe, zum Normalpreis am 23. November auch zur Preview zu fahren, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen jetzt im Laufe des Jahres. Ja, das war nochmal ein Update um alle Konzerte. Also die Jacksons, vielleicht Terrell Jackson, Janet Jackson und das offizielle Michael Jackson Musical. Hamburg, München, Köln, Berlin. Also es ist einiges geboten oder auch außerhalb Deutschlands. Das MJ Musical läuft ja sowieso in England oder USA und bald auch in Australien. Paris ist auch geplant. Aber jetzt für dieses Jahr gebündelt sind das erstmal die Jacksons, die ihr live sehen könnt und die offiziellen Veranstaltungen, die am Start sind. Tickets gibt es überall. Janet Jackson bei Ticketmaster und ab Freitag, den 3. Mai, auch auf Eventim. Es gibt diverse Pre-Sales, die sind aber jetzt schon vorbei, wenn die Folge online ist. Und die Jacksons gibt es ja sowieso. Ja, das war MJ Update, eine Kurzfolge mit einem Update zu allen wichtigen Konzerten. Auf meinem Kanal findet ihr viel, viel mehr. Ihr wisst es ja, MJ Update Folgen, MJ on Tour und natürlich auch New My Collection, Collectors und so weiter. Schaut vorbei, liked die Folge und wir sehen uns bis zur nächsten MJ Update Folge. Macht's gut, ciao!